Einfach mal wieder ein bisschen durchatmen, aber irgendwie trauen wir uns auch nicht. Aber dieses Mal tut ihm mir wirklich leid. Es wird ja bekanntlich schlimmer, bevor es besser wird. Guten Morgen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Wir sind in einer Werkstatt. Dazu gleich mehr. Wir haben eine neue Woche, wir haben Spitzenwetter. Es ist zwar laut, aber wir sind motiviert und freuen uns auf diese Woche, auch wenn es mit einem ziemlichen Downer beginnt. Wir sind nämlich in der Werkstatt und das ist ein ziemlicher Downer, weil es fast ein Worst Case ist. Wir haben vorgestern festgestellt, dass wir gar keine Kühlflüssigkeit mehr haben. Wir haben ja irgendwie in den letzten Monaten immer so ein ganz bisschen verloren und haben da mal nachgekippt, weil wir dachten, dass noch nicht das ganze Kühlwasser im System ist, was wir in Mexiko geflasht haben. Aber es war leer, es war nichts mehr drin. Und jetzt waren wir in der Werkstatt hier bei John und haben herausgefunden, höchstwahrscheinlich liegt es an der Zylinderkopfdichtung. Wir haben zwar jetzt gerade Kühlflüssigkeit wieder drin und wir können auch damit fahren, solange wir das immer überprüfen, dass was drin ist, denn wir verlieren ja nicht alles auf einmal, sondern wir können immer ein bisschen fahren und was nachkippen. Das funktioniert, aber das Problematische ist, warum wir das verlieren, und es liegt wahrscheinlich, wie John jetzt schon, er hat sich das gestern schon angeguckt, es liegt wahrscheinlich an der Zylinderkopfdichtung und dafür muss der gesamte Motor rausgenommen werden. Er muss komplett auseinandergebaut werden, dann muss die Zylinderkopfdichtung getauscht werden und das ist eine Heidenarbeit, es dauert lange. Die Leute hier kennen natürlich das Fahrzeug nicht, deswegen dauert es wahrscheinlich einen Tick länger und alle Ersatzteile müssen wir aus Deutschland bestellen. Das ist natürlich ein super Downer, weil es mega teuer wird und richtig lange dauert, auch bis wir die Teile überhaupt erst bekommen. Wir machen aber jetzt erstmal so eine schnelle Lösung mit John, damit wir auch weiterfahren können. Und zwar wird in die Kühlflüssigkeit so eine selbst versiegelnde Mischung mit reingegeben. Das sind dann so kleine Metallteile, die dann sich vermischen und von innen das Leck sozusagen von innen wieder festmachen. Das will uns aber nicht reichen, wenn wir da weiter nach Südamerika fahren und irgendwann das Problem wieder auftritt. Deswegen werden wir das komplett reparieren lassen. Das macht John jetzt gleich und dann fahren wir erstmal weiter, bis wir alle Ersatzteile haben. Und dann geht es dieses Projekt Zylinderkopfdichtung irgendwie in 1 oder 1,5 Wochen, wenn wir die Teile haben, komplett zu beheben. Also ist jetzt alles erledigt, was wir heute erledigen können. Ich glaube, Basti hat schon gesagt, es ist so ein Genau. Wie nennt man das? Self-Sealing. Versiegeln. Selbstversiegelndes Kühlwasser drin, was von innen quasi das Loch abdichtet. Und damit sind wir jetzt erstmal good to go, solange er im Urlaub ist und wir jetzt zum nächsten schönen Termin fahren, den Basti vor sich hat. Ja. Das erzählen wir euch aber gleich. Und ja, haben jetzt nochmal den Kühlwasserstand gecheckt, merken uns, wo er ist und dann checken wir, wenn wir wieder unterwegs sind, alle paar Kilometer, wie es aussieht. Und jetzt geht's zum Zahnarzt. Gleich. Zahnarzt. So, der spaßige Teil des Tages ist erledigt. Zahnarzt, check.
Füllung wurde repariert, also können wir jetzt guten, frohen Mutes zum nächsten Stop, auch wenn ich gar nicht weiß, wo das ist, einen Pickleball kaufen. Irgendwas ist offen. So, wir haben unsere Pickleball-Bälle gefunden und spielen auch noch eine kleine Runde gleich mit unseren geliehenen Schlägern. Eigene Paddel haben wir noch nicht. Und danach müssen wir mal gucken, ob wir einen Schlafplatz für heute finden. Einen kleinen Blick aufs Kühlwasser wollen wir aber natürlich trotzdem auch noch mal werfen. Wir sind jetzt so circa 2 Stunden gefahren und es sieht sehr gut aus. Also erstmal scheint es wohl zu funktionieren. Ist ja schon mal eine gute Sache, dass wenigstens dieses selbst versiegelnde Mittel in der Kühlflüssigkeit zu funktionieren scheint und wir uns immerhin ein bisschen bewegen können und nicht irgendwie jetzt die nächsten 2 Wochen vor der Werkstatt stehen müssen. Das ist doch schon mal sehr gut und jetzt werden wir uns ein bisschen sportlich betätigen. Thank you. Heiß. Guten Morgen. Wir haben schon unsere erste Tasse Kaffee bzw. Chai in uns. War eine Runde mit Peppi draußen und ich glaube, man konnte es nicht direkt erkennen, aber wir stehen noch genau neben dem Pickleballfeld, wo wir gestern angekommen sind, weil wir dürfen hier netterweise einfach auf dem Parkplatz ein paar Nächte stehen. Eigentlich hätten wir gerne in die Natur gewollt, irgendwie ein bisschen weiter nördlicher in Provincial Park oder so, einfach mal wieder ein bisschen durchatmen, aber irgendwie trauen wir uns auch nicht, so weit zu fahren, weil hier in Kanada ums Eck bedeutet natürlich immer gleich auch 2-3 Stunden fahren. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschlossen, hier in der Nähe zu bleiben, den Van ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil wenn man ein paar Schubladen hier aufmacht, dann kommt man direkt ins Chaos. Also heißt jetzt, stört Natur, Olga. Oder was meinst du da vorne? Work. Steckt sich da hinterm Vorhang. Ein kleines Frühstück, bevor wir damit loslegen, hat aber auch noch keinem geschadet. Hier kommt nämlich schon Hangry-Status. Unser Wasserfilter müsste, glaube ich, auch mal gewechselt werden. Da kommt nur noch Mini-Mühe raus. Wir müssen 10 Minuten warten, bis die Flasche hier voll ist. Was tun Sie da? Ich baue aus unserem Klemmbrett ein Ablagefach. Weil das Klemmbrett
Haben wir noch nie benutzt, werden wir niemals benutzen und dann haben wir vielleicht ein kleines Ablagefach mehr. Mal gucken, was wir da dann reinlegen. Verschwindet er einfach. Und dann hört man es hämmern hinterm Van. Hier vorne drin ist übrigens das Klemmbrett bei einem Fiat Ducato oder auch, glaube ich, Peugeot, Boxer und ähnliche Modelle. Das benutzen wir aber nie und jetzt wäre es schon praktisch, wenn wir hier so eine kleine Ablagefläche hätten. Ich mache jetzt aber mal mit dem Frühstück weiter. Ich wollte nur mal gucken, was der Basti da so treibt. Thank you. Wir sind ein bisschen hinter den Laptops versackt. Mussten ein paar E-Mails beantworten und noch ein paar organisatorische Sachen machen mit den ganzen Ersatzteilen. Und jetzt hat sich gerade wieder der Hunger gemeldet. Wir wollen euch natürlich keinen Hunger machen. Entschuldigung. wollen euch natürlich keinen Hunger machen mit unserem Vlog diese Woche. Aber wir machen uns jetzt erstmal einen kleinen Snack. Und dann geht's mal wirklich. Wird ein Deep Clean gemacht. Weil wenn ich schon wieder den Kühlschrank und alles sehe, wenn man Vollzeit im Van lebt und wir putzen natürlich, wir fegen aus, wir machen immer sauber aber wenn man irgendwie immer an unterschiedlichen Orten ist und immer in der Natur ist und immer Staub und immer die Türen offen sind, das sammelt sich einfach so viel Dreck an und vielleicht auch so eine kleine therapeutische Arbeit, weil wir nichts anderes machen können, als unseren Van bis ins kleinste Eckchen reinigen. Good morning, Cologne. Und alle Kölner da draußen, good morning. Guter Snack. Es geht nichts über ein gutes Grilled Cheese Sandwich. Hier, das ist unser kleiner Gemüsekorb und das hinten dran sollte irgendwann mal ursprünglich ein Gewürzregal sein. Jetzt kommen da aber auch so Dinge rein wie so ein Metermaß, Meterband, Fotos, die wir noch nicht einsortiert haben und so ganz viele Karten und ein Hufeisen, was wir mal als Glücksbringer hatten. Und ich glaube, das muss jetzt alles mal ein bisschen sortiert werden. Das kommt auf jeden Fall direkt mal nach hinten. Auch noch Besen und Staubsauger. Und eigentlich das Metermaß kannst du mir auch noch kurz geben. Liegt hinten. Also, ich versuche hier hinten ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wir haben ein paar Sachen zu viel hier. Das ist eigentlich gut. Das wollen wir hoffentlich nächste Woche irgendwie loswerden. So wie zu viele Campingstühle und wir haben neue so Sandbleche, die auf dem Dach sind. Die alten, das sind so kleine, die kommen auch weg und schaffen hinten ein bisschen Platz. Und dann ist alles hoffentlich ein bisschen organisierter. Da haben wir ganz schön Platz geschaffen, richtig cool.
sieht jetzt nicht unbedingt ordentlicher aus, aber es fühlt sich ordentlicher an, weil ausgesaugt und so und sauber gemacht. Das hier ist unser Albtraumschrank. Hier unten so Hundefutterkram und Mehl und Zucker und Eier und Halleluja. Und dazu kommt, dass wir jetzt auch noch den Wasserfilter wechseln müssen, weil hier kommt einfach nicht mehr viel Wasser raus und die Pumpe ist an. Da versteckt sich unser Filter. Ich glaube, ich würde den wechseln. Ja, dann holen wir raus und wir mal gucken. Das ist der alte Filter. Der war ziemlich dreckig. Boah. Das ist einmal der Aktivkohle, den wir getauscht haben. Und das ist der Nano-Filter, der alte. Den haben wir auch erneuert. Und das ist der neue. Steckt schon drin. Noch da ist der neue. Hängt dran, nach fest, kommt ab. Und jetzt der Test. Das sieht doch besser aus. Ja, gut aus. Ja. Nice. Funst. Und seht ihr, es ist doch viel sauberer und aufgeräumter hier. Das noch. Das noch. Alles noch. Es war so warm heute. Ja, wir haben voll was geschafft, voll gut. Das war ein langer Tag. Wir haben 1, 2, 3 Schubladen, einen Schrank unter der Spüle, ein Klappfach unterm Sitz. Und wenn man anfängt, gibt es kein Ende. Aber ich bin froh, dass wir es so gründlich machen. Aber der Hunger ruft. Und es ist, glaube ich, auch jetzt irgendwie schon 8:30 oder so irgendwie. Basti ist jetzt gerade noch mal kurz mit Peppi. Und es ist immer noch ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Aber es wird ja bekanntlich schlimmer, bevor es besser wird. Wasser. Guten Morgen zusammen. Wir sind, wen wundert's, immer noch auf unserem Parkplatz auf der Pickleball-Anlage. Haben auch schon eine Runde gespielt, und zwar mit Jamie und Lisa. Die sind hier quasi kurz auf der Durchreise gewesen. Und wir haben geschrieben, wenn sie Bock haben, können sie mal kurz einen Stopp machen und mit uns eine Runde Pickleball spielen. Das haben wir gemacht. Ersparen wir euch aber, das nochmal angucken zu müssen. Und ja, wir sind immer noch auf unserem Parkplatz. Aber das Gute ist, wenn wir uns nicht viel bewegen und Svenny Langeweile hat, dann gibt es Leckereien und Köstlichkeiten aus dem Omnia. Und heute Das sind die besten, ich glaube, es sind mir noch keine besser gelungen. das ist optimistisch, bevor wir irgendwas probiert haben. Zumindest vom Aussehen her. Zimtschnecke ohne Zuckerguss ist wie ein Leben ohne Spatz. Oder so. Hab das Gefühl, wir zeigen euch irgendwie eine ganze Menge Essen, was wir aktuell machen, aber dieses Mal tut ihr mir wirklich leid. Dass ihr euch das angucken müsst und nicht mitessen könnt. Oh, dieser Zimtschneckengeruch. Toppt das schon Donuts? Sunny? Ich weiß nicht. Ich würde eine gute Zimtschnecke immer einem Donut vorziehen. Das stimmt, wenn es in einem Donutladen eine Zimtschnecke gibt, ist da immer eine Zimtschnecke. Anstatt ein Donut. Mhm.
Und damit eine vorweggenommene Entweder-Oder-Frage für unseren Podcast. Zimtschnecke oder Donut? Haut's mal in die Kommentare. Oh, what are you doing? What do you think it is? What do you think it is? White. Green. White beige. No. No, it's yeast. They are good. This one got a bit burned. I like This one's Too, but Ja. Wir haben es geschafft, von unserem Parkplatz aufzubrechen. Wir haben noch ein, zwei Sachen umsortiert und sauber gemacht und kaufen jetzt noch eine Kleinigkeit ein und haben jetzt aber hier in der Nähe noch eine kleine Wanderung gefunden, wo wir nicht ganz so weit fahren müssen, was wir uns zutrauen und machen uns jetzt da mal auf den Weg hin. Sunset Drive is quite alright with me, baby, but we can't stay here forever. The future's been too bright for too long, so take some time and get certified. I'll pump the gas and baby, we'll go driving to Interstate 75. So Kaylee, don't be afraid to come with me. There are some things that we need to see, but they're on the other side, where that green grass turns to white. Baby, you and me. Wir sind an unserem Spot angekommen. Es sieht auch richtig schön hier aus. Aber es hat heute mal wieder alles länger gedauert als gedacht. Und es ist irgendwie schon Viertel vor Sonnenuntergang. ja, stimmt. Und deshalb machen wir heute nochmal ein bisschen Arbeitstag draus und machen den Hike dann, die kleine Wanderung morgen früh. Sieht richtig cool aus. Wir freuen uns richtig. Guten Morgen. Unser Wecker ging schon richtig früh. Und wir hatten eine richtig, richtig gute Nacht. Es war richtig ruhig. Und heute Morgen haben nur die Vögel gezwitschert. Und es tat richtig gut, hier die 40 Minuten Fahrt auf uns zu nehmen und hier ein bisschen ins Grüne zu fahren. Aber jetzt geht's erstmal an Kaffee. Konnte ich das nicht erreichen, ich konnte es nicht schützen. Dann habe ich richtig geheult. Wie ein Schlosshund. Hier geht's lang. Es geht auf den Bruce Trail. Der geht einmal von den Niagara-Fällen bis zu Tobermory, wo wir vor ein paar Wochen schon mal waren. Wochen ist es schon her, ey. So lange sind wir schon hier. Ja, ziemlich langer Trail. Man kann hier so schöne kleine Abschnitte laufen und es tut einfach mal wieder gut, in der Natur zu sein.
Ich hatte gestern Abend übrigens eine Mücke in die Fußsohle gestochen. Und das kann ich nicht empfehlen, vorm Wandern gehen. Das ist ziemlich nervig. Ah. Das hat so gut. Und nach dem ganzen Hin und Her der letzten Tage und nicht wissen, was wir machen sollen, war das genau das Richtige, dass wir die 40 Minuten hierher gefahren sind und jetzt hier eine Runde gedreht haben. Wie viele Kilometer? 8 Kilometer waren es jetzt, ne? Ja, ich habe ungefähr 3 Stunden. Ja. Einfach richtig gut. Natur ist immer noch das beste Heilmittel. Himbeeren. Schon probiert? Richtig cool. Den Akku mal wieder richtig aufgeladen und ein bisschen was getan. Das tat uns richtig, richtig gut. Und wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. Das dieswöchige Emoji ist natürlich ein Schraubenschlüssel, damit wir auch sehen, wer es bis zum Ende in dieser Folge geschafft hat. Und natürlich wie immer das Support-Herz, da würden wir uns riesig drüber freuen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, uns den Daumen da lassen und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, sollte das schleunigst tun und dann verpasst ihr kein Video mehr. Glocke aktivieren und wir sehen uns nächste Woche. Danke. Ende.